Ach, die Disconnects bei Nintendo-Spielen. Diese Situation ist für PC-SpielerInnen und auch für alle anderen KonsolenspielerInnen ein eher seltenes Ereignis. Ein Disconnect passiert da vielleicht einmal alle 300 Spielstunden. Aber nicht bei der Nintendo Switch. Doch woran liegt das eigentlich? Und was könnte man dagegen tun? Lasst uns das beantworten. Let's go! Wenn ihr regelmäßiger Online-Modi von Nintendo-Spielen auf eurer Switch spielt, ist euch diese Situation wahrscheinlich schon öfter aufgefallen. Schüsse connecten nicht oder Inputs werden nicht richtig registriert. Wenn man dann auch noch Competitive spielt, kann das einen schon mal den ein oder anderen Nerven kosten. Smash Bros. Ultimate und Splatoon sind da richtige Paradebeispiele. Wenn sowas mit so einer Regelmäßigkeit bei COD passieren würde, wäre die Hölle los. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Was unterscheidet dann Nintendo-Spiele von all den anderen Online-Games? Ganz einfach. Das System, das im Hintergrund für den Multiplayer genutzt wird. Online-Multiplayer-Spiele benötigen eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen den SpielerInnen. So wird dieses Problem normalerweise gelöst. Es gibt dedizierte Server, die überall auf der Welt verteilt sind und mit denen sich die SpielerInnen je nach ihrer Region und ihrem Ping verbinden. Die dedizierten Server koordinieren das Spielgeschehen und stellen sicher, dass alle SpielerInnen dieselben Informationen erhalten. Das erweist sich aber als eher schwer. Denn jede Eingabe der SpielerInnen kommt verschieden verzögert beim Server an und wird auch wieder verzögert an die SpielerInnen zurückgesendet. Der Ping gibt an, wie lange es dauert, bis die Eingabe einmal beim Server ankam und zu einem zurückgeschickt wurde. Bei einem Ping von 30 Millisekunden braucht es deshalb 15 Millisekunden zum Server und dann 15 Millisekunden, bis die Antwort vom Server bei einem ankommt. Da alle mit dem Server verbundenen SpielerInnen einen leicht anderen Ping haben, muss der Server mit verschieden verzögerten Inputs arbeiten. Dann gibt es noch die Update Rate oder auch Tick Rate genannt, die in Hertz angegeben ist. Sie gibt an, wie oft sich Client, also NutzerInnen, und Server gegenseitig aktualisieren. Bei 30 Hertz werden 30 Mal pro Sekunde Daten miteinander ausgetauscht. Bei 60 Hertz 60 Mal pro Sekunde. 30 und 60 Hertz habt ihr wahrscheinlich schon öfter gehört. Oft in Zusammenhang mit Framerates. Die Tick Rate könnt ihr euch ähnlich vorstellen. In einem Shooter, der mit 60 Hertz läuft, erkennt man um die Ecke piekende Gegner schneller als bei einem Shooter, der mit 30 Hertz läuft, da einfach die Bilder viel schneller aktualisiert werden. Bei einer Tick Rate in Online-Spielen gibt es noch einen wichtigen Punkt. Wenn während einer Tick Rate von zum Beispiel 30 Hertz mehr passiert, als einzeln ausgetauscht werden kann, dann werden mehrere Daten zusammen als Paket abgeschickt. Wir versuchen es euch anhand eines Beispiels zu erklären. Sagen wir haben ein 30 Hertz Spiel, das in einer Tick Rate 3 Kugeln abschießt. Dann würden bei uns instant 3 Kugeln ankommen. Bei einem 60 Hertz Spiel würden jeweils 1,5 Kugeln ankommen. Damit könnte man natürlich die Kugeln besser auseinanderhalten. Eine höhere Tickrate fühlt sich also besser an, frisst aber auch mehr Ressourcen. Splatoon nutzt reines Peer-to-Peer. Viele Spiele nutzen Peer-to-Peer so. Alle Konsolen der SpielerInnen kommunizieren direkt miteinander, ohne dass ein zentraler Server dazwischen geschaltet ist. Normalerweise wird eine Person zum Host erklärt, die als Server fungiert. Das funktioniert um einiges besser als das, was Splatoon macht. Bei Splatoon gibt es keinen wirklichen Host. Jeder ist sein eigener Boss. Es gibt theoretisch einen Master, der ein paar wenige Funktionen kontrolliert, wie zum Beispiel das Bewegen des Towers im Ranked-Modus. Und genau hier liegt das Problem. Weil alle ihr Spielgeschehen selber berechnen, gibt es nie eine klare Antwort, da nicht ein Host alles bestimmt, nicht ein Server alles bestimmt, sondern jede einzelne Person für sich selbst. Das kann zu einigen Problemen führen. Zum Beispiel kann es zu Verzögerungen, Abbrüchen oder Lags kommen, wenn eine oder mehrere SpielerInnen eine schlechte Internetverbindung haben. Das kann sehr frustrierend sein, wenn man zum Beispiel ein spannendes Match in Splatoon 3 spielt und plötzlich die Verbindung verliert, sich die GegnerInnen teleportieren, es laggt und man ganz woanders ist, als es die anderen SpielerInnen sehen. Dann aber trotzdem von ihnen abgeschossen werden kann und daran stirbt, ohne dass man wirklich etwas dagegen ausrichten konnte, weil man nicht mal da war. Das Traurige daran ist, dass das nicht einmal passiert, sondern öfters. Schauen wir uns mal die Tick-Rates von verschiedenen Spielen an. Minecraft hat eine Tick-Rate von 20 Hertz, was auch Sinn macht, da es sich hier eher um ein langsameres Spiel handelt. Competitive-Spiele wie Overwatch haben eine Tick-Rate von ungefähr 60 Hertz, wodurch jede Kugel, die abgefeuert wird, 100%ig nachvollziehbar ist.
Splatoon hingegen lief mit einer Tickrate von 25 Hz. Da Splatoon rein Peer-to-Peer läuft, müssen alle ihre Informationen mit allen anderen teilen. Also 25 Mal pro Sekunde an 7 andere Konsolen, anstatt an nur einen Server. Resultat? Wenn zu viel in Splatoon los war, ist die Verbindung abgeschmiert und das Match wurde beendet. In Splatoon 2 und 3 passiert das seltener. Das liegt daran, dass diese mit 16 Hz laufen. Richtig gehört, Splatoon 2 und 3 aktualisieren sich also seltener als Minecraft. Das heißt, Splatoon 2 bzw. 3 läuft 30% langsamer als noch das originale Splatoon. Damit haben sie das Problem der Disconnects vermindert, jedoch wird es dadurch noch ungeeigneter für die Competitive-Szene. Normalerweise gleicht ein Server ab, ob das, was man als Inputs weitergibt, überhaupt möglich ist und ersetzt einen sonst zurück. Das ist dann dieses Zucken, was man bei einer schlechten Internetverbindung in manchen Spielen erleben kann. In Splatoon gibt es das nicht. Für einen selber hat man nie Lag und man schießt immer richtig. Man kann sich immer ganz normal bewegen, egal welche Verbindung man hat. Ein serverbasierter Online-Multiplayer kontrolliert immer die Position und das Verhalten der SpielerInnen, während reines Peer-to-Peer das einfach nicht hat. Es wird einfach übertragen, wo man sich befindet und wie man sich verhält, ohne dass es irgendjemand kontrolliert. Jetzt kommt das Hauptproblem. Wie vorhin erklärt, sind Gewehre oder andere Waffen bei einer niedrigen Tickrate problematisch, weil mehrere Kugeln in einem Paket zusammengefasst werden müssen. Beispiel: Ihr werdet getroffen und seid möglicherweise instant tot. Das liegt dann daran, dass in einem oder 2 Paketen so viele Kugeln steckten, dass ihr nicht reagieren konntet. Oder ihr sprintet hinter eine Ecke und ein Sniper erschießt euch, weil ihr aus seiner Sicht dank Lag und der niedrigen Tickrate noch nicht hinter der Wand verschwunden seid. Deswegen bringt es auch nichts, selbst eine gute Internetverbindung zu haben, weil die anderen SpielerInnen wahrscheinlich immer noch mit einer schlechteren Internetverbindung spielen und sich das dann auf das ganze Match auswirkt. Wenn Splatoon mit 60 Hz und dedizierten Servern arbeiten würde, wären viele dieser Probleme gelöst. Doch bei Splatoon 2 und 3 lässt sich das nicht mehr ändern, weil der Code des Spiels nicht darauf ausgelegt ist. Er ist für Peer-to-Peer geschrieben. In anderen Worten, das könnte man erst im nächsten Teil der Serie umsetzen. Also neben vorhin anderen genannten Problemen hängt bei Peer-to-Peer viel mehr von der Stabilität und Geschwindigkeit aller SpielerInnen ab, als noch bei einer normalen Serverstruktur. Deswegen hat es schon einen sehr berechtigten Grund, dass andere Online-Competitive-Spiele in ihren Matches auf eine normale Serverstruktur setzen als auf Peer-to-Peer. Vor allem bei Shooter-Spielen macht dieses System einfach mehr Sinn und funktioniert stabiler und fairer für alle SpielerInnen. Nintendo-Spiele setzen nur leider nicht auf diese Struktur. Das Nutzen von der reinen Peer-to-Peer-Struktur ist also der Grund für diese ganzen Disconnects und das komische Verhalten bei Nintendo-Spielen. Aber wie kann es sein, dass wir für Online-Multiplayer Geld bezahlen, sich aber an dieser schlechten Struktur nichts ändert? Wir können es euch echt nicht sagen. Waren diese Abos bei Konsolen nicht auch dafür da gewesen, um eine gute Serverstruktur anbieten zu können? Alle anderen Konsolenanbieter machen es doch auch so. Aber bei Nintendo geht das Geld wohl wieder in andere Richtungen. Vielleicht ändert sich nichts daran, weil es scheinbar vielen egal ist. Wenn Activision solch einen Multiplayer im nächsten COD implementieren würde, würde es viele Beschwerden der SpielerInnen hageln. Aber bei Nintendo ist es wohl einfach nicht so wichtig. Schade für die ganzen Competitive-Spieler da draußen, die zum Beispiel in Splatoon 3 massig Stunden investieren, aber nie mit ihrem Spiel allein schon wegen der Serverstruktur mit anderen Competitive-Spielen mithalten können. Nintendo zerstört oft seinen Multiplayer durch eine schlechte bzw. gar nicht vorhandene... Wie gut! Nintendo zerstört oft seinen Multiplayer durch eine schlechte bzw. gar nicht vorhandene Serverstruktur. Nintendo zerstört oft seinen Multiplayer durch eine schlechte bzw. gar nicht vorhandene Serverstruktur. Ob sich daran je etwas ändern wird, lässt sich bezweifeln. Immerhin werden wir jetzt seit fast 5 Jahren für Online bei Nintendo an die Kasse gebeten und trotzdem hat sich fast nichts an diesem Problem geändert. Nintendo arbeitet angeblich an einem neuen System für die Multiplayer-Komponente in Spielen mit dem Namen NPLN. Dieses System soll das alte System NEX ersetzen, das schon seit 10 Jahren bei Nintendo zum Einsatz kommt und viele Probleme verursacht hat.
Laut einigen Berichten funktioniert NPLN deutlich besser als NEX und kann sogar mit mobilen Daten genutzt werden. Aber von diesen Arbeiten lässt sich bis jetzt nicht wirklich etwas bemerken, trotzdem wirklich ein Trauerspiel. Schlussendlich ist das Problem, Nintendo wird es nicht als Problem ansehen, solange sich SpielerInnen nicht merkbar darüber beschweren. Und deswegen wollten wir auch wieder auf das Thema aufmerksam machen, denn diese Problematik besteht immer noch. Und holt euch immer in Erinnerung, solche Probleme sind bei anderen Spielen nie der Fall. Das ist das große Problem am Nintendo Switch Online Multiplayer. Vielen Dank an einen guten Freund, der Competitive Splatoon spielt und uns das Thema näher gebracht hat. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.